Hallo ihr Lieben! Heute arbeite ich auf einem älteren Keilrahmen, den habe ich einfach nochmal neu grundiert, also übermalt. Ich habe noch keinen Plan, was heute auf mich zukommt. Ich weiß nur, ich werde verschiedene transparente Schichten übereinander legen. Ich brauche Wasser, einen breiten Pinsel und meine Farben sind diesmal alle drei transparent. Es sind transparentes Primärgelb, also Lasurgelb, Lasurblau und Lasurmagenta. Zum einen, weil ich möchte, dass diese Farben vielleicht ganz zum Schluss noch ein wenig durch die vielen Lasurschichten hindurch scheinen. Zum anderen aber auch, um mich locker zu machen. Ich setze die Farben zunächst einmal nebeneinander. Ich habe hier einen Keilrahmen, der etwas tiefer ist. 3 bis 4 cm, denke ich. Und ich bearbeite jetzt bei jeder Schicht auch gleich diese Ränder mit. Mit einem nur sehr leicht feuchten Schwamm verwische ich jetzt die Ränder der Farben und mische sie auch ein bisschen. Ihr wisst schon, erstmal alles trocknen, dann kann es weitergehen. Da ich viele Schichten plane, schütze ich diese Schicht erst einmal mit etwas Acrylbinder. Wie immer muss auch das erst einmal richtig gut trocknen, bevor es weitergeht. Meine 3 Grundfarben habe ich noch auf der Palette und diese mische ich nun zu einem gebrochenen dunklen Farbton. Die Oberfläche wird mit Wasser angefeuchtet und der dunkle Farbton gleichmäßig aufgetragen. Er sollte natürlich transparent sein. Nicht zu dick. Alles sollte schön feucht bleiben, deswegen muss man auch zügig arbeiten. Mit einem fusselfreien Fließtuch wische ich Teile von der nassen Farbe wieder weg und der Untergrund kommt zum Vorschein. Es entsteht ein Punktmuster. Diese Schicht muss natürlich wieder gründlich trocknen. Im Sommer kann man es auch rauslegen, dann geht's flotter. Mal sehen, was fällt mir jetzt dazu ein. Ich glaube, ich probiere ein transparentes Weiß. Ich nehme das Weiß und verdünne es mit Wasser.
So lasse ich zunächst einmal alles wieder hinter einem weißen Schleier verschwinden. Nun kippe ich die Leinwand und sprühe auf die untere Kante Wasser. Das läuft einfach. Und das gleiche mache ich nochmal von oben. Das sieht ja eigentlich schon ganz gut aus. Ich vermute allerdings, es wird sich beim Trocknen später noch verändern. Hier seht ihr, alles ist noch nass und die Streifen, die Tropfspuren sind noch richtig weiß. Wenn es trocknet, wird das Weiß durchsichtiger. Mal sehen. Man könnte etwas enttäuscht sein, es ist schon fast trocken. Die Tropfspuren sind noch etwas nass und das Weiß ist fast nicht mehr zu sehen, es ist nur noch ein zarter Schleier. Diese nassen Spuren nehme ich jetzt mit einem Küchentuch wieder weg und aus den hellen Spuren werden dunkle. Alles ist noch sehr zart und man sieht noch deutlich diese herausgewischten bunten Punkte. Mittlerweile ist alles gut getrocknet und ich werde über eine weitere Schicht nachdenken. Was meint ihr? Soll es mehr Farbe bekommen oder mehr Kraft? Meine Farbmischung jetzt ein dunkles Blau-Lila, ein Violett-Grau vielleicht. Das trage ich wieder auf die vorher angefeuchtete Oberfläche auf. Diesmal tropfe ich kein Wasser auf die Kante, sondern Alkohol. Kennt ihr schon? Ziemlich feucht das Ganze. Ich lasse den Alkohol auch noch mal auf die andere Seite runterlaufen. Nach ein wenig Warten sieht man, nur noch die Alkoholtropfspuren sind feucht, alles andere ist schon getrocknet. Und deshalb bekomme ich eine Idee. Ich tupfe mit einem Küchentuch, mit einem
geprägten Papierküchentuch diese feuchten Restspuren ab und habe die Prägung des Küchentuchs als weitere Textur. An einigen Stellen fällt auf, dass die Farbe auch krakeliert, wie hier unten oder da rechts. Das kann passieren, wenn man verschiedene Schichten übereinander malt. Auch diese Schicht lassen wir komplett trocknen, ganz wichtig. Ihr wisst, dass ich nach jeder Alkoholtropftechnik eine Schutzlasur mit Acrylbinder aufbringe. Hier mische ich dem Binder einfach etwas Farbe hinzu. Damit verwandelt sich die Oberfläche in einen lila-pinken Traum. Durch die vielen Schichten hat das Bild schon eine ganz gehörige Tiefe. Und so könnte es eigentlich auch fertig sein. Die bunten Kreise im Hintergrund sind noch zu erkennen und eigentlich auch von allen verschiedenen Schichten Teile der Textur. Heute bin ich allerdings in Experimentierstimmung. Ich feuchte die Leinwand nochmal an und trage ein sehr helles Blau aus meinem transparenten Blau und Weiß gemischt mit Wasser auf und wiederhole noch einmal das Wassersprühen vom Anfang auf die untere Kante. Diesmal habe ich die Farbe etwas dichter gemischt, sodass ich hoffe, dass die Spuren später deutlicher zu sehen sind. Im oberen Bereich tropfe ich nochmal etwas Alkohol. Wie auch zuvor habe ich jetzt so lange gewartet, bis die Teile zwischen den Tropfspuren trocken sind und nur diese gelaufenen Tropfspuren noch feucht und nehme wieder mit dem Küchentuch alles ab. Das gefällt mir auch schon richtig gut. Ich denke, jetzt gehe ich einfach mal in die Ausarbeitung. Das Ganze kann natürlich noch etwas mehr Kontraste vertragen. Wenn man näher herangeht, sieht man die Spuren im Hintergrund nur noch sehr schwach. Das macht mir aber nichts, denn ich habe schon eine Idee. Mit magentafarbenen Lasuren betone ich jetzt einfach nochmal die Tropfen und auch die Stängel, wenn man es so bezeichnen will. Aus meinen 3 Grundfarben und etwas Acrylbinder habe ich diese dunkle Lasur gemischt. Mit der deute ich dann eine Art Hintergrund, Horizont und mehrere Ebenen an.
Und dieses leicht getönte Weiß verstärkt natürlich auch die Kontraste. Und ich habe eine besondere Pinselführung. Mit dem flachen Pinsel wische ich immer in Zickzacklinien von rechts nach links. Diese Pinselführung ergibt auch eine bestimmte Struktur. Das sieht man vor allen Dingen, wenn man näher herangeht. Hier seht ihr, wie ich die helle Farbe aufgetragen habe. Das sieht fast aus wie ein Plattstich. Kleiner Insider für unsere Stickfans. Ja, schon ganz gut. Ich denke, im oberen Bereich könnte ich auch noch etwas von der dunklen Lasur aufbringen. Sicherlich fragt sich so manch einer von euch, warum malt sie das, was sie jetzt malt, nicht sofort? Ich kann euch versichern, ich wäre nie auf diese Ideen zu diesem Ergebnis gekommen, wenn ich nicht die Schritte davor alle gemacht hätte. Das ist ein bisschen so wie im richtigen Leben. Man wird erst zu dem Mensch, der man ist, durch all das, was man vorher erlebt hat. Das war für mich ein wirklich schöner Maltag. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe auch, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und viele, viele schöne Momente. Bis dahin, tschüss!